Wie jede Fahrzeuggattung stellt auch ein Velomobil ganz besondere Anforderungen an den Fahrer, wenn er sich damit so sicher wie möglich im Straßenverkehr bewegen möchte. Aus der Fahrerfahrung eines Velonauten will diese Videoserie Anregungen geben, wie man typische Gefährdungen vermeidet. Hier zeigen wir einige typische Probleme, die sich beim Befahren von Radtrassen mit dem Velomobil ergeben. Im Teil 5 der Sicherheitsempfehlungen über die Radwege, die man mit dem Velomobil meiden sollte, habe ich über die Radtrassen bzw. die ehemaligen Bahntrassen gesagt, dass sie für uns Velonauten selbst oft der sicherste Weg sind, wenn die Alternative ansonsten der dichte Stadtverkehr wäre. Das ist auch absolut richtig. Dennoch können diese ideal vom Pkw-Verkehr abgeschotteten Trassen nicht unerhebliche Probleme für Velomobilfahrer bergen, die hier in einem separaten Video einmal thematisiert werden sollen. Da sind zum einen die Drängelgitter und künstlich geschaffenen Engstellen, die den unbefugten motorisierten Verkehr fernhalten sollen. Es gibt hier vor allem unter den älteren ehemaligen Bahntrassen noch einige, bei deren Planung Lastenfahrräder, Fahrräder mit Kinderanhänger oder gar Velomobile völlig unberücksichtigt geblieben sind. Obwohl unsere Velomobile nicht breiter sind als ein Fahrradlenker oder ein Rollstuhl, also ca. 70 cm, sind sie unter Umständen nicht in der Lage, diese Engstellen zu passieren. Ihre Länge, das Torpediello ist beispielsweise 2,85 m lang, und ihr zum Teil sehr großer Wendekreis sind das Problem. Die geringe Höhe des Velomobils würde es gegebenenfalls erlauben, unter einigen Barrieren hindurchzukommen, aber hier gibt es leider allzu oft Querverstrebungen oder andere bauliche Maßnahmen, die dies verhindern. Solche Drängelgitter bremsen uns doch sehr aus, wenn sie uns nicht sogar zur Umkehr zwingen. Mit der breitesten Stelle des konventionellen Fahrrads, nämlich dem Lenker, kommt dieser in der Regel über die Barrieren hinweg. Unsere Velomobile sind, ich will es mal so sagen, untenrum ein wenig füllig. Dadurch werden kleine bauliche Unachtsamkeiten der Barrieren unter Umständen schon zum Problem für uns. Die schräg zur Fahrtrichtung geöffneten Barrieren eignen sich sehr gut, solange sie zur richtigen Seite hin geöffnet sind. Einfache Rund- oder Vierkantpfosten in 80 bis 100 cm Abstand aufgestellt, würden als Hindernis eigentlich völlig genügen und erlauben uns eine bequeme Durchfahrt. Die Drängelgitter haben aber oftmals noch die Aufgabe, den Radfahrer zum Abbremsen zu zwingen, weil dahinter zum Beispiel eine Straße überquert werden muss, wo die Vorfahrt zu achten ist. Wenn das Velomobil an solchen Stellen komplett anhalten muss, kommt es beim Wiederanfahren wegen seiner höheren Masse nur träge auf Tempo, was ein zusätzliches Risiko beim Überqueren der Kreuzung darstellen kann. Hier vorausschauend in einen kleinen Gang geschaltet zu haben, entschärft das Problem deutlich. Wenn der Kreuzungsbereich gut einsehbar ist und keine Trassennutzer die Sicht in die Kreuzung wie hier behindern, dann genügen diese einfachen Pfosten vollauf. Es gibt an den Verbindungsstellen verschiedener Trassenabschnitte oft improvisierte Übergänge, die so eng und unübersichtlich sind, dass sie eine Gefahr für das Velomobil darstellen, wenn hier der Velonaut ohne ausreichende Streckenkenntnis unvorbereitet und zu schnell hineingerät. Denn diese Engstellen werden auf den Trassen anders als im normalen Straßenverkehr nicht durch Warnschilder angekündigt. Sie sind plötzlich einfach da und schon hat man einen entgegenkommenden Radfahrer oder Skater auf dem Velomobil liegen. Auch die zahlreichen Zu- und Abfahrten bergen für uns nicht zu unterschätzende Risiken.
Entweder können die Velonauten hier die Zufahrt nicht einsehen, oder sie werden nicht rechtzeitig gesehen, wenn sie zu schnell auf der Trasse daran vorbeifahren. Auch Steilstücke bei Zu- und Abfahrten sind nicht selten. Wer sie nicht kennt und in einem zu hohen Gang anfährt, bleibt unter Umständen stecken. Auf die zahlreichen für ein Velomobil gänzlich unbefahrbaren Trassen Zu- und Abfahrten bis hin zu Treppenzugängen, die beispielsweise auch vom Fahrradnavigationssystem Komoot ganz selbstverständlich mit eingeplant werden, soll hier gar nicht weiter eingegangen werden. Die bis hierher beschriebenen Probleme von Durchfahrten, Zufahrten und extremen Engstellen in Übergangsbereichen der Radtrassen haben mich bisher dazu bewogen, mir bislang unbekannte Trassen vorher einmal mit dem Rennrad abzufahren, bevor ich sie unter die Velomobilräder genommen habe. Das hat mich vor so mancher unangenehmen Überraschung bewahrt. Die Brücken auf den ehemaligen Bahntrassen sind ein Highlight dieser Strecken und bieten oft spektakuläre Aussichten. Wenn sie beim Umbau auf den Radweg neu angelegt wurden, sind sie aus Kostengründen leider oft recht schmal ausgefallen. Dankeschön. Ja. Dort, wo die ursprünglichen Eisenbahnbrücken erhalten werden konnten, ist die Fahrbahn breit genug. Aber es gibt natürlich keinen separaten Fußweg. Die Trassen sind neben ihrer Funktion als Radweg für viele unterschiedliche Zwecke da. Sie dienen in Ballungsräumen als Naherholungsgebiete, sind Wanderwege, Spielplatz und Treffpunkt gleichermaßen. Deshalb muss hier der Velonaut mit jeder Art von Publikumsverkehr rechnen. Neben Radfahrern und flanierenden Spaziergängern, die überall laufen, selbst wenn es ausgewiesene Fußwege für sie gibt, spielen Kinder jeden Alters neben oder auf der Fahrbahn. Das Ding ist auch ein bisschen zu breit hier. Nee, ist nicht breiter wie Ihr Lenker. Ja, okay. Hunde laufen unberechenbar an langer Leine oder auch ganz ohne Leine, je nachdem, wie viel Zutrauen oder Gleichmut der Hundeführer eben hat. Skater, die skaten können, sausen über die Fahrbahn, aber auch welche, die es gerade erst lernen, torkeln in der Gegend herum. Unter den Fußgängern gibt es solche, die zu dritt nebeneinander eine breite Fahrbahn blockieren und auf Klingeln und Hupen nicht oder nur unwillig reagieren, aber auch extrem schreckhafte, die nicht ohne frühzeitige, milde akustische Warnung nur mit großem Sicherheitsabstand passiert werden wollen. Im Zweifel aber die Warnsignale nicht hören können oder auf sie nicht reagieren und dann spontan empört oder aggressiv auf das Vorbeifahren reagieren. Querstehende Radfahrer oder ins Gespräch vertiefte Personengruppen stehen gerne an den unübersichtlichsten Stellen herum. Und dann sind da noch die Radfahrer, Jogger, Inline-Skater und Spaziergänger, die sich mit Kopfhörern taub für unsere Warnsignale gemacht haben. All das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit, selbst wenn wir nur mit geringem Tempo eine solche Trasse mit dem Velomobil befahren wollen. Hier fahre ich mit 32 Stundenkilometern für Velomobilverhältnisse langsam, aber wie man sieht, noch zu schnell für eine Radtrasse. Umfunktionierte Bahntrassen führen gerne auch durch Tunnel. Sie haben ihren ganz eigenen Reiz. Wer mit dem Velomobil durchfährt, macht sich besser darauf gefasst, dass dieses Panoptikum an Trassennutzern
mehrheitlich völlig unbeleuchtet hier unterwegs ist. Schilder vor den Tunnels werden hier nur als Empfehlung verstanden, selbst wenn hin und wieder die Polizei Kontrollen durchführt, wie auf der Nordbahntrasse durch Wuppertal. Es ist ja vielleicht kalt da drin. Nee, zu kalt. So lästig uns die Tunnel vielleicht erscheinen mögen, sie erleichtern unsere Fahrt durch diese Regionen doch erheblich. Denn dank ihnen vermeiden wir viele Steigungen und können weitgehend flach ohne Anstrengung dahinrollen. Dieser Vorzug versöhnt uns wieder, wenn wir durch zahlreiche Tunneldurchfahrten weniger zügig voranzukommen scheinen. Für die Physikinteressierten hier eine Scherzfrage. Was haben Velomobile mit Quanten gemeinsam? Sie können tunneln. Überreste des ehemaligen Gleisbettes, die Schottersteine, zieren oft die Ränder der Trasse. Da bleiben sie allerdings nicht immer liegen, sondern finden sich auch gerne mal auf der Fahrbahn wieder. Diese Steine lassen sich bei zügiger Fahrt nicht von trockenem Laub unterscheiden und im Tunnel oft gar nicht rechtzeitig ausmachen. Sie können aber erhebliche Schäden am Velomobil verursachen, wenn man auf so einen großen spitzen Schotterstein auffährt. Wie müsste also eine Radtrasse gestaltet sein, um die Bedürfnisse von Velonauten mit zu berücksichtigen? Sie sollte durchgängig eine großzügige Breite besitzen, um gefahrlos überholen zu können. Der Fußweg sollte baulich, aber nicht durch Schottersteine getrennt werden und ihre Zu- und Abfahrten sollten gut einsehbar und verkehrsgeregelt sein. Ihre Tunnel brauchen eine gute Beleuchtung. Dann könnten wir bei wenig Verkehr vielleicht hin und wieder ein normales Velomobiltempo dort fahren. Fazit: Alle diese Probleme sollten uns zu extrem vorsichtiger und für ein Velomobil teilweise extrem langsamer und rücksichtsvoller Fahrweise auf solchen Trassen veranlassen. Wir sind hier, wie eigentlich überall, nur eine eher skurrile Randgruppe von Nutzern und können daher nicht erwarten, dass man für unsere besonderen Bedürfnisse Verständnis hat oder sie sogar berücksichtigen würde. Der Velonaut, der unbedingt sein Velomobiltempo fahren möchte, ist im Zweifel auf der Straße doch besser aufgehoben. Dort behindert er lieber mal kurzzeitig einen SUV, als einen Erholungssuchenden auf der Radtrasse zu erschrecken, weil das Velomobil hier viel zu schnell unterwegs ist.